Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für leckere Kokosecken mit Marmelade und Mürbeteig. Eine schöne Alternative zu den klassischen Nussecken. Die habe ich euch vor vielen Jahren ja schon mal gezeigt. Wer Lust hat, kann da aber gerne noch mal reinschauen. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier. Für den Mürbeteig brauchen wir 300 Gramm Weizenmehl, 100 Gramm Puderzucker, 200 Gramm Butter, in kleine Stücke geschnitten, ein Eigelb und eine Prise Salz. Alles in eine Rührschüssel geben und dann mit den Händen für ein paar Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Wenn das erledigt ist, den Mürbeteig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben, den Teig gleichmäßig dick auf dem Blech flach drücken. Alternativ könnt ihr den Teig natürlich auch mit einem Nudelholz ausrollen. Danach nur noch mit einer Gabel einstechen und zum Schluss mit etwa 150 Gramm roter Marmelade einstreichen. Welche Marmelade ihr hier verwendet, ist eigentlich egal. Nehmt, was ihr da habt. Ich habe hier Himbeermarmelade verwendet. Davon hatten wir noch ein Glas im Kühlschrank stehen. Den Mürbeteig gleichmäßig dick mit Marmelade einstreichen. Das Backblech dann kurz zur Seite stellen. Und jetzt kümmern wir uns noch um die Kokosmasse. Dafür als erstes 2 Eiweiß, ein Päckchen Vanillezucker sowie eine Prise Salz in eine Rührschüssel geben und das Eiweiß mit einem Mixer für 1 bis 2 Minuten steif schlagen. Danach kommen 400 Gramm Kokosraspel und eine Dose gezuckerte Kondensmilch zum Eiweiß. Alles einmal kurz unterrühren, so lange bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Und jetzt können wir die Kokosmasse ebenfalls auf das Backblech geben, gleichmäßig darauf verteilen, etwas glatt streichen und dann sind wir damit auch schon fertig. So kommt das Backblech in den vorgeheizten Backofen für etwa 20 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze, bis die Kokosmasse anfängt leicht zu bräunen. Das Backblech nach etwa 20 Minuten wieder aus dem Ofen holen und solange die Masse noch warm ist, lässt es sich am besten schneiden. Deshalb schneiden wir jetzt schon mal Dreiecke, dafür den Teig als erstes in 4 bis 5 gleich große Streifen, danach in möglichst gleich große Quadrate und dann diagonal in Dreiecke schneiden. Wenn das erledigt ist, noch ein wenig Zartbitterschokolade schmelzen, die Kokosecken damit verzieren, danach alles komplett abkühlen lassen und dann können wir die Kokosecken servieren. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.